Lagerfeuerromantik. Heute am 25. März 2022. Wir sind bei Southvan im Ostallgäu, unweit von Füssen. Hier ist der Danny. Grüß dich, Danny. Hi Sven, grüß dich. Ja, du machst Marketing und das ist dein Kollege. Du bist der? Andi bin ich. Ja, Andi. Ja. Wer ist denn jetzt der Chef? Ich bin der Chef, ja, der Chef. Tatsächlich. Und er macht was? Er macht's Marketing, wie du vorhin richtig gesagt hast. Ja, der Dani, jetzt gerade in unserem Segment ist Marketing unglaublich wichtig. Klar, man muss immer wieder auf die Leute zugehen, man muss sagen wir, auch professionell arbeiten und da ist der Dani der richtige Kandidat. So, das Logo, wer hat das entwickelt? Das ist hier aus dem Allgäu, das ist von einer Firma. Von einer Agentur? Genau. Okay, ja, das sind eure Autos. Hier haben wir mal komplett gestrippt. Also so sieht er aus im Campingmodus. Da kann man kochen, da kann man kann man Sachen drin verstauen. Das ist die Version mit Möbeln, komplett ausgestattet. Name von dem Fahrzeug? Camper, Southvan Camper. Southvan Camper, TH. Da vorne steht der? Genau, der Southvan Allrounder. Den haben wir eben gefilmt. Jawohl. Komplett mit oben allem drum und dran, da steht es auch drauf. Der Camper, hier ist was Besonderes. Die Basis hier ist jetzt kein Custom, sondern das ist jetzt das Nutzfahrzeug gewesen, was drauf ist. Und ihr habt es modifiziert. Das geht auch. Ja, das muss aus unserer Sicht sogar, weil das, was wir hier anbieten wollen mit dem Fahrzeug, braucht eine Modifizierung vom Kastenwagen. Man hat an erster Stelle schon mal beim Ford werksmäßig keine Schiebefenster. Und im Campingfahrzeug sind aus meiner Sicht Schiebefenster unerlässlich. Und zudem möchte mir auch im Campingfahrzeug, das sagte der Name Southvan Camper, im Campingfahrzeug auch eine Campingnutzen anbieten in Form von einer ordentlichen Isolierung, also einer Top-Isolierung in Campingstandard. Und das können wir hier bei dem Kastenwagen, hier überall hinter der Holme ist Schaum ausgespritzt und dann auch eine Armaflex-Isolierung. Hier unter der Bodenplatte, da ist eine PET-Schaumbodenplatte drauf und dort drunter ist nur eine Schafswolle. Sprich, wenn es jetzt auch mit dem Fahrzeug, und das ist uns und die Kunden auch wichtig, wenn man hier zur Skitour fährt oder mit dem Fahrzeug mal in die kältere Regionen unterwegs ist, hat man hier halt ein campingtauglich isoliertes Fahrzeug, was sich dann natürlich auch auf das Fahrgeräusch, also auf den Lärm während dem Fahren überschlägt, wenn man hier im Laderaum, wenn jetzt Kinder mitfahren oder der Fahrer selbst, sagen wir mal, geräuschempfindlich ist. Man hat hier im Laderaum so gut wie keine Geräuschentwicklung. Ich bin geräuschempfindlich. Also ich gebe es offen zu, ich hasse das, wenn irgendwas knirscht oder klappert während der Fahrt. Oft sind es die kleinen Geräusche, die am meisten nerven. Du kannst sie von vorne nicht lokalisieren. Ja. Du kannst auch nicht den Autopiloten einschalten und gucken, wo es dann rappelt. Ja. Jedes Mal muss meine Frau dann fahren. Ich guck, wo kommt es jetzt her? Ja. Die sagt auch immer, ich höre nichts. Ja. Das ist so. Also das ist jetzt quasi das Nutzfahrzeug gewesen. Das war vollkommen nackt, als ihr es bekommen habt quasi hinten? Ja, das war nackt. Ja, nackt. Und dann fangen wir an, schneidet das Aufstelldach rein. Ja, hier haben wir Aufstelldach vom etablierten Hersteller SCA. Das macht ihr selber, das Reinschauen? Ja, das schneiden wir selber rein. Das machen wir auch aus einem Grund selber, weil das SCA-Dach kombiniert mit dem Ford-Fahrzeug, das können wir so nicht einkaufen. Und drum, klar, macht es unser Handwerksmeister, der Metallermeister, schneidet das Dach rein mit meinem Kollegen. Wichtig bei dem SCA-Aufstelldach ist der Stahlverstärkungsrahmen. Der stabilisiert die Karosserie so, dass das Fahrzeug in sich wieder Stabilität hat. Also in Bezug auf einen Auffahrunfall oder wenn sollte, niemand will es wünschen, sich das Fahrzeug mal überschlagen sollte, hat man hier auf jeden Fall im Laderaum eine steife Karosserie. Und das bietet das SCA Stahlverstärkungsaufstelldach. Und das ist hier drauf. Was total klasse ist überhaupt, bei einem Kastenwagen ist der Grund, warum viele Leute dann komplette Kastenwägen kaufen. Das hier ist ja jetzt, ich sag mal, ein Van immer noch, ist so eine Mischung, ich sag mal, zwischen Van und Kastenwagen, weil er ist zwar nur 5 Meter lang, aber er hat innen, hast du schon fast das Gefühl, du bist in einem Kastenwagen drin. Also er hat Vanmaße. Absolut, ja. Also wir sind hier auf einem Niveau, sage ich mal, wo man einfach immens viel Fläche drin hat. Ja. Wenn ihr mal gerade beide reingeht, du bist, wie groß bist du? 1,80 bin ich. 1,80. Geh mal bitte rein, setz dich mal hin. Am besten gehst du mal nach vorne. Ja, genau so. So wollte ich es eigentlich haben. Das ist die Situation. Der Größere ist jetzt mal hinten und der etwas kleinere. Du bist ein paar Zentimeter kleiner.
Eigentlich nicht, nee. Du bist auch 1,80 Meter. Ja, genau. 1,80. Und das ist die Situation, die du jetzt hast im Ford Transit, nenne ich es jetzt mal, Custom, der jetzt hier mit dabei ist. Der ist sehr breit, aber dieses Raumgefühl, wodurch entsteht das? Der ist ja genauso breit wie ein VW-Bus. Wir haben es eigentlich du hast hier einfach, ich sag mal, die komplette Fläche ausgenutzt, seitlich. Du hast hier vor allem in Bezug auf das Fahrzeugmaß im Innenmaß einfach so knappe 20 cm mehr. 20? Ja, und wenn man das nachmisst, dann ist das auch tatsächlich so. Da gibt's, keine Ahnung, da kann mich jeder kritisieren, aber dann holen wir einen Meterstab raus und messen nach, weil das habe ich tatsächlich schon gemacht. Auch in Bezug auf die Gründung, wo man das Basisfahrzeug aussuchen sollte. Ja. Das liegt aber unter anderem daran, dass das Fahrzeug viel gerader geschnitten ist. Ja. Das liegt aber auch daran, dass man auf Plastikverkleidungen verzichtet, die dann wiederum auch keine Stauwärme innerhalb des Sommers bindet. Also wer kennt die Situation? Also ich bin alteingefleischter Camper. Ich bin mit vielen verschiedenen Bussen schon in der Gegend umeinander gefahren und bei 35 Grad im Sommer, da wärmen sich die Fahrzeuge unglaublich auf. Und die Stauwärme wird halt in Kammern sozusagen gebildet. Ja, und man hat hier keine Plastikverkleidung und keine Plastikkammern, wo Stauwärme begünstigt. Darum schläft man in dem Auto auch deutlich komfortabler wie ein Vergleichsprodukt mit Plastikverkleidungen. Armaflex, trotzdem hast du hier ja auch Wärmebrücken, die kann man nicht vermeiden, weil das Metall ja noch zu sehen ist. Ich habe eben gesprochen mit der Carina, die hat Probe gecampt bei minus, was hast du gesagt, 15 Grad und hat gemeint, die Heizung musste sie zwischendurch ausmachen, weil die 2 kW packt das hier. Ja, ich kann das bestätigen. Jetzt einfach aus der Erfahrung raus. Wir sind öfters mal bei der Skitour, da fällt die Temperatur. Jetzt war ich heuer am Großglockner auf einem Wanderparkplatz Lugnerhaus. Da ist die Temperatur auf minus 15 Grad gefallen. Und ich habe die Standheizung, klar, wir haben das Dach dann unter gehabt, aber ich habe die Standheizung in der Nacht ausgemacht, weil das Fahrzeug so gut dämmt und isoliert. Und das liegt eben an dem speziellen Aufbau, den wir hier pflegen. Ja, wir haben der Kastenwagen, den dämmen wir selber komplett von unten. Oben das Dach, die Dachoberschale ist PET-Schaum isoliert. Ja, und die Seiten sind komplett ausgespritzt und mit Armaflex isoliert. Und so hat man hier und die Scheibe dann noch zusätzlich. Die sind ja auch, also das sind ja wärmeschutzverglaste Fenster, die Schiebefenster, also für den Campingzweck geeignet. Und darum hat man hier so gute Dämmereigenschaften. Tatsächlich. Das heißt, eigentlich bleibt nur noch hinten das Heckfenster, was dann keine guten Werte hat, weil es eben auch, glaube ich, auch zerstörbar sein muss, wenn irgendwas passiert. Wenn vorne, man muss das ja auch irgendwie noch kaputt kriegen. Also wenn mal irgendwie ein Unfall passieren sollte oder irgendwas. Da kann man aber auch von außen ran. Das heißt, im Skiurlaub gibt es so außen, glaube ich, Matten, dass die Kälte erst gar nicht reinkommt, oder? Genau, also wir haben tatsächlich, bei uns ist es so, dass wir Thermomatten noch verwenden. Also wir nutzen keine Außenmatten, sondern wir nutzen das innen. Von innen. Genau, ja, okay. Das sind jetzt die hier. Die sind hier oben versteckt. Genau. Also wie gesagt, das sind die da. Ich hab gesehen, da gibt es eine Manufaktur aus Hamburg übrigens, die so maßgefertigt macht. Genau. Das ist der absolute Hammer. Die gehen so mit so entsprechenden Magneten, die gehen so schnell und so klasse. Also die hatte ich im VW-Bus immer drin. Die gibt es, glaube ich, auch für den Transit, die hier da sind. So, dann, ich sag mal, seid ihr sehr preiswert. Ihr fertigt ja hier von Hand in Bayern. Trotzdem geht's los bei 57.000. Da ist das Aufstelldach schon mit dabei. Der hier, wie er jetzt hier steht, wie liegt der ungefähr am Preis? Ja, das kommt immer auf die aktuelle Zeit drauf an. Also vor einem halben Jahr war er halt noch 5.000 Euro günstiger, wie er heute ist. Ist auch klar, weil die Preissteigerung halt. Aber jetzt wird er um die 70.000 Euro kosten. Aber schwarz lackiert, gell, und große Felge drauf und sag mal, gut ausgestattet. Ja. So, und da ist keine, ich sag mal, normale, also nichts gegen die Raimo Schlafbank, die ist ganz hervorragend. Ihr habt euch aber bewusst für eine andere Schlafbank entschieden, nämlich für eine Schlafbank von einem Ausbauer, der das im gewerblichen Bereich benutzt. Ja, das ist die Schlafbank der Firma Schnierle. Und die Firma Schnierle kommt aus dem Behindertentransport ursprünglich. Und mir war seinerzeit wahrscheinlich bald die erste, wo die Sitzbankinsolvenz eingebaut hat. Großer Vorteil der Bank, unabhängig jetzt von dem, dass man sie verschieben kann und dass man sie rausnehmen kann und so. Sie ist langlebig und unglaublich massiv. Und das schafft, und das ist jetzt meine persönliche Erfahrung, das schafft ein instandhaltungsresistentes Produkt vor dem Herrn. Wenn du mal gerade mitkommst, wir zeigen mal gerade was, denn sie hat einen großen Vorteil, das ist mir eben schon aufgefallen, als die Carina kam. Sie hat nämlich, das ist eine Schlafbank, aber jetzt in der Situation brauchst du ja
ich sag mal, Gepäckraum. Und hier hast du ein Zwischenfach. Das heißt, du kannst oben und unten beladen. Ja. Das macht die Sache. Ist das denn auch belastbar hier oben? Ja, der Hersteller gibt an beide Belastungswinkel, weil das ist natürlich ein recht weiter physikalischer Winkel, gibt hier der Hersteller 120 Kilo an. 120 Kilo an dem Punkt. Ja, ich würde sogar, also ich habe auch schon Leute, gesehen, die haben mehr wie 120 Kilo gehabt. Könnt ihr mir mal einen Gefallen machen, wenn ihr euch mal gerade draufsetzt, bitte dort hinten. Guckt mich an. Geht. Ja. So, und das ist jetzt, wenn du wippst, dann hast du ja sofort 120 Kilo. Ja, wie gesagt, die ist unglaublich massiv gebaut. Das ist ein robustes Teil. Also so wie man sich im Camperbereich wünscht, halt ein langlebiges, robustes Teil. Sehr schön. So, und genau, wenn du mal gerade noch mal runterkommst, dann zeige ich mal gerade was. Das kannst du aber jetzt einfach hochklappen. Geht problemlos. Mach mal bitte. Die ziehst du einfach hoch und dann hast du den kompletten Raum, also für den Alltag, sage ich jetzt mal, wenn du Kinder hast zum Beispiel, das ist eine Dreiersitzbank. Viele kriegen ja auf der Breite nur eine Zweier hin. Das geht. Aber wenn 2 Leute sitzen, gehen Isofix auch außen? Ja, die Bank hat noch zusätzlich 2-mal Isofix. Ja. Oh, das ist da. Jetzt kann man diese Bank noch weiter nach hinten schieben jetzt. Mach mal bitte. Weil das liebe ich nämlich immer, wenn ich campe und du willst mal richtig Raum haben. Du hast alles ausgeladen, der Tisch ist schon draußen, das Schlauchboote, du hast ja selber Kinder oder ein Kind. Ja, und die Plüschgummi, die Schwimmtiere sind das bei uns immer. Da gibt es 2 so Schwimmtiere, so ein kleines Gummiboot und so ein Fisch, die braucht immer viel Platz. Und das Kinderfahrrad, das wird auch immer in Wen eingeladen. Ich zeige mal gerade, wenn man die Möbel weglässt, das haben wir drüben gleich mal, können wir gleich mal zeigen, dann kann man auch ein Mountainbike reinschieben. Das wäre dann so die aktive Version. Jetzt setzt euch mal beide bitte hinten rein und ich mache mal, bleibt mal nebeneinander gerade, es wird jetzt ein bisschen eng. Ja, es geht. Ich will mal ein Foto machen, ja. Gleich mal, weil dort hinten würden ja wahrscheinlich die Kinder sitzen. Jetzt wird da keiner auf die Idee kommen, da reinzugehen. So sind sie und das ist so. Das ist jetzt mal Raum, oder? Den Dachhängeschrank, den kann man auch ausschrauben. Kannst du rausschrauben? Ja. Ist das schwer? Nee, das ist schwer, da muss man ein paar Schrauben lösen. Also wenn jemand einen Schraubenzieher daheim hat, dann kann er den ganzen Dachhängeschrank rausnehmen. Ja. Dann hätten wir hier auch Kopffreiheit, Okay. weil man kann mit dem Fahrzeug auch mit mehr Personen noch fahren. Gell? Mit wie viel? Also das kommt immer auf die Zuladung dann drauf an. Gell? Das ist jetzt ein 3,1 Tonner, der Sport. Ja, ich würde sagen, mit 7 Personen könnte man den zulassen. Maximal. Also das ist so der Zuladung. Alles ist ja auf 3,5 Tonnen ausgelegt. Es gibt keine Fahrzeuge über 3,5 Tonnen bei Ford? Das weiß ich jetzt nicht die meisten, auf die Auflastung, ja. Also in Bezug auf die Auflastung beim großen Transit. Beim kleinen Transit Custom, da ist der größte vom zulässigen Gesamtgewicht bei 3,4 Tonnen. So, ihr macht alles selber. Wir gehen gleich mal in die Werkstatt. CNC-Fräsen. Das Besondere hierbei ist, du hast viel Platz. Eben war die Carina da, die hatte hier ihr ganzes das Zubehör fürs Klo, was man alles so braucht als Frau. So, was so drin ist. Da ist der Grill. Genau, das ist unser Bright Spark hier, das ist hier versteckt. Falls wir jetzt sagen, okay, wir möchten doch mit Gas kochen, können wir das entweder hier in der Küchenzeile mit einbauen oder wir bauen es eben draußen auf. Ihr habt was ziemlich Geniales. Ihr habt ein ganz kleines Induktionskochfeld mit drin in Verbindung mit einer Lithium-Ionen-Batterie oder einer Lithium-Polymer-Batterie, die draußen ist. Genau. Die gucken wir uns gleich mal an. Denn ihr arbeitet gerne mit solchen kleinen Boxen, weil man die auch zu Hause verwenden kann. Genau. Denn wenn man sie nicht gerade campt, kann man sie als USV benutzen. Du kannst sie in Freizeit. Genau. Oder wenn du gerade in der Gartenhütte bist und brauchst da ein bisschen eine Kühlbox oder du brauchst da eben noch weiteren Strom, kannst du die überall auch trotzdem einsetzen. Man kann sie auch anheben, wenn du mal gerade hochhebst. Das ist total spannend. Die Carina hat mir schon viel gezeigt, muss ich sagen. Ja. So, das heißt, du kommst überall gut dran. Dann ist hier eine Schublade. Ja, das ist eine Schublade. Wir können auch hier mal das Brett nehmen. Dann können wir das Ganze natürlich so machen. Genau, und das ist die Vorrichtung, also der vertieft sich da auch. Und das ist die Vorrichtung quasi dann für den Gaskocher. Wenn man sagt, okay, man hat jetzt keinen Strom mehr oder hat jetzt keinen Power Yeti dabei, dann kann man einfach mit Gas dann trotzdem hier auch kochen. Kann man den auch rausnehmen, den Kocher?
Geht das theoretisch oder ist der Stecker nicht zugänglich? Ja, also man kann den Kocher auch rausnehmen, tatsächlich. Ja. Ich denke so Fisch machen draußen ist besser, oder? Wenn du den anbrätst auf dem Induktionsfeld. Das war ursprünglich auch der Gedanke, dass man 2 Kochgelegenheiten draußen hat und 2 Kochgelegenheiten per Not auch drin, wenn es mal regnet oder auch die Jahreszeit halt kühl ist, gerade bei der Skitour. Da will man ja nicht raus zum Kochen, sondern will per Not mal 2 Kochgelegenheiten drinnen an. Drum kann man jetzt auch den Gaskocher dann vielleicht auf dem Tisch aufbauen, weil bei uns kann man ja immer die Tischplattengröße auswählen. Nimmt man da jetzt eine ganz große Tischplattengröße, hat man auch noch unglaublich viel Platz. Unglaublich viel Platz auf dem Tisch. Genau. Gehen wir gerade rein. Das ist der Tischsockel für die Airline-Schiene. Genau. Genau. Hier ist der Tisch versteckt. Also man Da hat ist hier, der Tisch. hier 2 Flügelmutter und wenn man die anlöst, so, die muss man halt im richtigen Maße anlösen, dann kann man das verschieben. Und wir schlagen halt vor, dass man den Tisch hier, gerade wenn man zu zweit unterwegs ist, den Tisch hier, weil der Sitz ist drehbar und hinter auf der Sitzbank, wo jetzt ganz zurückgeschoben ist, hier der Tisch in der Mitte von den 2 Plätzen positioniert. Zu viert wäre es natürlich so, dass man in der Mitte positioniert und den Sitz hier noch drehbar konfiguriert und dann analog dazu kann man dann die Tischplattegröße wählen. Zu zweit braucht man eine kleinere Tischplatte wie zu viert. Darum nehmen meistens Leute, die zu zweit unterwegs sind, sagen wir eine, wo halt 2 Tassen drauf passen, 2 Teller und so weiter, weil die Tischplattegröße wiederum primär die Verkehrsfläche im Van beeinflusst. Ja, umso Absolut. größer der Tisch, sagen wir, umso weniger Verkehrsfläche, nachher auch, weil vielleicht mal nicht ganz so gut. Ich habe ihn immer weggelassen, den Tisch, weil der Tisch hat so viel Platz weggenommen und alles, die Verkehrsfläche ist auch das gefühlte Raumgefühl. Warte mal ganz kurz, schieb's doch mal zurück, weil das ist was ganz Besonderes. Es kann nicht rausrutschen, weil es etwas tiefer ist. Ja, ist hier abgesenkt. Hier vorne ist noch so ein kleiner Schaumstoff, dass es nicht klappert beim Fahren. Dann lüpfen wir das leicht an, zieht es raus, schiebt es rein und dann reicht es eigentlich hier, wenn man eine Flügelmutter anzieht. So, und jetzt kann man den Tisch oben aufsetzen. Und der größte Mehrwert von der Tischkonstruktion aus meiner Sicht, dass die ganze Möbelzeile frei ist und begehbar ist. Und jetzt kann man hier kochen, hier kann man sich aufhalten, aber durch das, dass die Tischplatte sich um eine Achse dreht, hat man auch Verkehrsfläche. Man kann sich bewegen im Auto, mit dem Tisch mit. Ja. Und das war der Anlass, dass wir jetzt den Sockel konstruiert haben. Es gibt einen zweiten Sockel, der ist, glaube ich, hinten drin, dass du den draußen auch verwenden kannst. Genau. Hier versteckt. Und dann hier in den Schrank rein, genau. Den nimmt man jetzt da raus. Ganz einfach. Zeig mal bitte, dass wir das mal sehen. Weil die Verkehrsfläche innen zu erhöhen, das ist, glaube ich, wäre direkt mein erstes Ziel. Finde ich toll, die Verkehrsfläche, finde ich ein cooles Wort. Ja, ich habe mal im Bau gearbeitet, da sagt man Verkehrsfläche zum Raum. So, der kommt da hin. Ja, kommt da hin und dann, jetzt kann man das, wenn ich es jetzt aus dem Winkel schaffe, kann man es unten lösen und der Tisch draußen auf. Das dabei, das wird mitgeliefert. Genau, das ist serienmäßig dabei. So, das wäre mein persönlicher Favorit. Das heißt, du brauchst eigentlich nur noch 2 Stühle und damit könntest du schon, ich sag mal, so eine kleine Not, Ja, wenn wir als Familie unterwegs sind, wir brauchen so oder so immer 2 Tische. Wir brauchen einen Tisch außer als Abstellfläche sozusagen oder mal als Kochfläche. Und dann haben wir immer noch einen zweiten Campingtisch dabei, der nachher hinter gelagert ist. Das ist jetzt ein Camp 4, ich zeige es mal gerade, dass wir den haben. Der ist sehr leicht und auch grau, das ist der Vorteil. Und ihr habt Stühle von Brunner, die sind auch nicht die schlechtesten. Die funktionieren? Die sind vor allem bequem und die passen genau neben die Schnirle-Sitzbank, sodass sich alles ineinander verkeilt und nichts hin und her rutscht. Ja. Das ist so ein bisschen die eierlegende Wollmilchsau in Bezug dann oder analog zum Konzept. Die klemmt sich ein. Ja. Volkswagen nämlich immer, was mir immer hängen blieb bei Volkswagen ist, dass der Tisch in der Tür war und die Stühle verstaut waren. So, das heißt, du kannst also immer, das ist bei euch auch so. Und das heißt, also die Stühle fallen nicht auf. Die sind wo die Stühle, wenn die normal drin sind? Kann dir dann. So, faltet mal ein. Wenn man den zusammenklappert. Ich befürchte, sie sind rechts. Ja. Und hier die Sitzbank in Fahrposition, also irgendwo in der Position, wo man wahrscheinlich fährt ist. Dann schiebt man die Stühle hier daneben und man sieht, die passen ganz genau rein. Perfekt. So. Und hier haben wir dann unsere Klappboxen und die Schnirlebank zusätzlich bietet dann noch den Vorteil, dass man hier eine entsprechende Höhe hat. Also man kann hier trotzdem Klappboxen einladen
Und hier vielleicht, also hier entsteht dann immer noch so ein Spalt, nachdem da Boxer drin sind. Hier kann man den Tisch einschieben, man kann den Tisch oben drauf legen. Wobei ich es eher mag, wenn man oben Decke und Kissen halt gelagert hat, weil dann klappt man die Bank um und zieht einfach alles nach vorne. Schaut euch das Video von der Carina an. Sie hat das genauso gemacht und ihr habt ihr das ja wahrscheinlich auch gesagt, aber die Praxis zeigt denn, dass hier oben, das bleibt dann sauber, unten ist der Sand, der vielleicht noch, der rüberkommt. Also es ist so. Das Reinigen, ist das einfach von dem Auto? Ja, für uns schon. Wir haben Druckluft. Also wir blasen alles mit Druckluft aus. Ja, die Schienen, die kann man ganz gut mit so einer groben Bürste rausbürsten. Die bürstet man von vorne nach hinten aus. Sagen wir, oder mit einem Staubsauger. Auf jeden Fall ist der Boden hier die härteste Nutzungsklasse aus dem Bau. Also der ist Aus dem Bau? Ja, aus Echt? dem Bau. Also da gibt es nur wenige, die Nutzungsklasse erfüllen. Und das heißt wiederum... Objektbereich quasi. Ja, der ist halt die Klinikklasse. Also der ist leicht zum Reinigen, da kriegt man jeden Dreck raus. Und wenn mal Säure ein Problem? Ja, das kann ich jetzt nicht sagen. So genau habe ich das Datenblatt von dem Boden dann nicht gelesen. Auf jeden Fall ist er gut zum Reinigen. Ist ein Winkelschleifer ein Problem? Ja, genau. So, dann habt ihr, genau, das ist jetzt die Möbelvariante. Ich gehe mal ganz kurz, wir haben ein Video eben gemacht von dem hier, dass wir einmal ganz kurz zeigen. Das ist die Variante ohne Möbel. Das ist ein ähnliches Fahrzeug. Da ist die Küche zum Rausklappen. Gibt es ein eigenes Video zu, haben wir eben gedreht. Und das ist für alle Fans von leichten Motorrädern, so wie ich es habe, oder Mountainbikes. Die kannst du nämlich links an der Seite einfach mitnehmen. Ja, das ist möglich. Oder durch das, dass auch die Sitzbank rausnehmbar ist und hier in der ganz linkesten Schiene auch ein Einzelsitz arretierbar ist, kann man das ganze Konstrukt auch austauschen sozusagen. Man hat hier dann einen Einzelsitz und hier die ganze Ladefläche dann als, jetzt kommt dein Lieblingswort, Verkehrsfläche wieder zur Verfügung. Okay, das heißt, du hast nur einen Sitz, der drin ist. Das sieht dann auch ziemlich toll aus, muss man sagen. Du hast noch mehr Platz, also noch mehr Raum innen drin, noch mehr Volumen. Das geht hier auch bei dem anderen? Theoretisch? Ja. Einzelsitz? Ja, es geht beim anderen. Die Bank trotzdem bietet so viele Vorteile, auch in Bezug auf die Durchladung. Man kann sie jetzt auch ganz vorschieben, dann kriegt man bis zu, also ich habe das halt mal ausprobiert beim Fotoshooting, dann kriegt man jetzt 7 Fahrräder rein. Wenn man die Bank ganz vorschiebt, können immer nur 3 Leute mitfahren und man kriegt 7 Fahrräder rein. So, jetzt ist die Bank auch in der normalen Position. Das heißt, ihr könnt euch jetzt auch ganz normal draufsetzen, nicht so wie eben mit dem Kopf unten drunter. Ja. Das sah nicht so schön aus. Das hat jetzt eine Markise auf Wunsch. Ich bin ja kein Markisen-Fan, muss ich sagen, bei Vans, weil die immer bei bei schnellen Geschwindigkeiten irgendwelche Geräusche produzieren. Und mir sind schon mehrere Markisen weggeflogen. Obwohl ich ja immer gesagt habe, ey, mach die Markisen rein, weil üblicherweise muss man eigentlich die Markisen immer reinholen. Ja. Das tun aber die wenigsten. Ja, also ich bestätige genau das, was du mir jetzt gerade sagst. Also ich bin auch kein Markiser-Freund und in unserer Mietstation, die wir jetzt nicht mehr haben, in unserer Mietstation hat es auch allein einmal im Sommer 3 Markiser weggerissen, weil die haben Sollbruchstelle eingearbeitet, die zwangsläufig da liegen müssen. Ja, genau. Und klar, dann hat man auch keine Gewährleistung auf so einer Markise. In der Fahrzeugversicherung ist das dabei, aber keine Gewährleistung, weil natürlich der Hersteller immer das ordentliche Fixieren und Einfahren bei Wind vorschreibt. Gell? Weißt du, was das Schlimme ist? Ja. Du bist der Karl Arsch auf dem Campingplatz, weil alle gucken dich an. Hast du das nicht gewusst? Da hast du kein Sturmband, bist du nicht. Aber eigentlich soll man das, so steht es auch drauf. Also wenn du gehst, dann fährst du die rein. Und wenn ein richtiger Sturm kommt, das war's. Und das Schlimmste ist nicht die Sollbruchstelle. Weißt du, was das viel schlimmer ist? Du kriegst das Teil nicht. Ja, genau. Ich glaube, halbes Jahr Lieferzeit im Moment. Ja, schon. Ja, und drum als Tipp, keine Markise montieren lassen mit einer Kederleiste und man ganz einfacher vorzählt, sind die ganzen Probleme nicht da und man schafft es also gerade in die Kurzevans, also in dem Kleinwagen-Kastensegment, auch in Bezug auf den Arretierungswinkel, also auf den Verdeckungswinkel der Sonne, die Sonneneinstrahlung tatsächlich wegzuhalten. Ich zeige das mal gerade. Da vorne, das sieht aus wie die Raimo-Schiene. Ist es? Nee. Ja, das ist tatsächlich eine Schiene vom Raimo. Ja, genau. Die kenne ich nämlich vom VW-Bus. Ja. Die hat nämlich hier vorne noch ein Profil, dass es nicht so laut ist. Ja, genau. Der Regen kann nicht runterrutschen. Das ist auch genau, der läuft hier noch schön ab. Hier ist alles mit einer Fuge verdichtet oder abgedichtet. Das Wasser läuft dementsprechend ab. Und vor allem, das Sonnensegel ist dann direkt verbunden mit dem Fahrzeug. Und das schafft der Effekt, dass hier zwischerein, also wenn man hier die Schiebetüre aufmacht, läuft hier natürlich nichts durch.
sprich mal kein Wasser im Fahrzeug. Und jetzt kann man mit einer Sonnensäge, mit der direkten Verbindung zum Van, sagen wir, hier alles so abspannen, dass immer der Sonneneinfallswinkel verdeckt ist. Das schaffen wir bei einer Markise nie. Okay, das heißt, du kannst den Winkel absenken, das machen so. Gibt aber trotzdem Fans von Markisen, außerdem sieht es ganz wichtig aus, finde ich. Ja, stimmt, klar. So. Also das geht. Ihr habt sie aber nicht irgendwie auf einer Reling drauf gemacht, ihr habt die mit 4 massiven Schrauben an der Karosserie festgemacht, denn da entstehen ja unglaubliche Kräfte. Absolut, und deswegen haben wir die auch direkt an die Karosserie einfach befestigt. Genau. So, Dichtigkeit, das ist ja das Wichtigste von so einem Dach. Das kann eigentlich nicht reinregnen. Ist das in der Praxis auch so? Das regnet sicher nicht. Und wir haben hier, wenn man einmal sehen wird, wie man so ein Dach aufbaut, dann könnte man auch jedem so ein bisschen die Sorge vor dem Reinregnen nehmen, weil die Dächer im Prinzip auch aus der Aufbauanleitung vom Hersteller schon so vorgesehen sind, dass da mehrere Fugen so abdichtet, dass nie Wasser in da reinkommt. Und wenn man dann halt, um auf deinen Ansatz von vorher zurückzukommen, wenn man dann halt auch noch Mitarbeiter hat, die halt gewissenhaft und sorgfältig arbeitet, gerade im kleineren Betrieb, dann wird es da nie reinregnen. Punkt. Ich zeige nämlich mal eine ganz wichtige Sache, ist nämlich hier vorne, dass das nämlich aufliegt. Es gibt ganz viele, die bauen das ein, dann liegt es nicht auf, weil die irgendeinen Fehler gemacht haben. Das ist mir auch schon selber so passiert. Und wichtig ist auch, dass man die Auflagen nicht zu hoch wählt, weil dann steht die nämlich über und da macht es richtig Geräusche. Ja. Auf der anderen Seite muss man auch das Mittelmaß finden zwischen dann der Eigenschaft, dass die Gummidichtung hier an der Seite des Aufstelldachs gescheit auf die Karosserie runterdrückt, weil das mindert natürlich wiederum das Fahrgeräusch beim Fahren. Ja, also das verschließt den Schall sozusagen. Und darum ist das so ein ausgewogenes Mittelmaß, wenn man das Dach ganz am Schluss in der Produktion oder Endabnahme einstellt. So, und das macht ihr selber. Das heißt also, der Metallmeister baut das Dach selber ein. Üblicherweise ist das nicht so. Die meisten geben das ab an irgendwelche Fachbetriebe, die das bestimmt auch gut machen. Aber ihr habt alles aus einer Hand. Genau, bei uns ist alles, wie gesagt, deswegen haben wir alle Prozesse eigentlich auch im Überblick und können dann dafür auch die Garantie geben. So, du hast da was Schönes getragen. Ist das ein Klo? Ja, genau, das ist ein Trenlino. Zeig mal. Machen wir ein Video übrigens. Die haben uns gebucht. Die kommen zu uns oder schicken uns irgendwie die ganze Palette. Die machen das saugut, oder? Ja, also ich finde es super, es ist eine Trockentrenntoilette. Trockentrenntoilette sagt schon Trennung zwischen groß und klein. Ja. Ja, und ich finde es ein bisschen schade, muss ich ehrlich sagen, dass hier jetzt alles aus Plastik gemacht ist, weil wenn man so ein bisschen eine nachhaltige Form der Toilette schaffen will, dann darf man auch gerne andere Werkstoffe wählen. Gibt's, aber ich finde es auch trotzdem super, Ja. super praktisch. Das ist so. Der Vorteil ist, nachhaltig bedeutet keine Chemie. Ja, Du kannst sie sehr lange nutzen, weil das Pipi kannst du ganz normal irgendwann mal ins Klo auch entsorgen. Oder ich habe gehört, da vorne, da war jetzt gerade Gülle auf der Wiese. Ja, ich bin überrumpelt. Ich zeig's mal gerade, da vorne hat der Bauer tatsächlich, man riecht es noch so ein kleines bisschen. Da sieht man es auch noch mal. Darf man das Pipi wegkippen? Das Pipi ist, glaube ich, in Ordnung, ja. Also ich sag mal, wenn es aber um die ich sag mal, anderen Dinge handelt, sollte man es dann schon doch in Sowieso, ist ja klar. Aber ich sag mal, das Größte, was ja weggeht, ist ja das Pipi, muss man sagen. Der Rest, das wird wahrscheinlich mit Sägespänen. Wie funktioniert die Trenlino? Ja, erklär's mir doch mal. Da gibt's einfach nur einen Beutel, der wird da reingespannt. Ja, dann macht man das Ding zu, wie beim Hund. Macht man das Ding zu und wird weggeworfen. Das heißt, du willst sagen, der Mensch funktioniert ähnlich wie ein Hund? Absolut, ja. Absolut, gell? Ja, das ist die gleiche Geschichte. Okay, also vorne Pipi, hinten Beutel rein, Ende Gelände. Richtig, so sieht's aus. Geht doch. Was man hier auch noch hat, ist natürlich hier ist auch noch unser Toilettenfach. Ah, noch eine Toilette? Genau, ist aber hier in dem Fall Porta Potty. genau. Passt aber genau hier rein. Ja, genial. Als Porta Potty gibt es uns noch einen Ticken größer, aber das funktioniert genauso, oder? Ja, die Vans, wir probieren zwar für alles eine Lösung zum Finden, aber die Vans sind platzlich halt begrenzt, auch wenn man hier viel Platz hat. Wie gesagt, ist das unsere Toilettenlösung. Ja, überall Bier drin. Ja, das muss sein. Gut. Ich zeig mal gerade. Wenn du mal gerade eine Flasche Bier rausnimmst, dass wir mal ein bisschen Werbung machen, denn das haben wir eben ja selber getrunken. Genau, München Hell. Genau, Augustiner Bräu München, Lagerbier hell. So, das gibt's aber
habe ich jetzt gesehen, gibt's runter bis Lindau, kriegst du es überall, oder? Ja, mittlerweile auf jeden Fall. Was wir auch gern trinken, ist natürlich das Köstelbräu. Das ist hier gleich ums Eck. Okay. Aber das passt. Passt nicht rein. Genau. Okay, vielleicht kann man mit denen ja mal reden, ja, dass die auch die gleichen Flaschen verwenden. Der Kühlschrank ist sehr leise. Also das ist auch ein ganz wichtiger Faktor, wenn du hier unten schläfst. Du hörst da alles und du willst ja die Vögel hören und nicht irgendwas anderes. Der isoliert aber auch klasse. Man kann ihn auch komplett machen nachts. Ja, das kann man und vor allem braucht er wenig Strom. Also Strom ist ja immer ein Thema in den Events. Hier haben wir jetzt eine Solaranlage drauf und der Kühlschrank, der braucht im Dauerbetrieb, wenn der so auf 1/3 eingestellt ist, weil er super isoliert, braucht er vielleicht 0,9 Ampere. Und das ist verschwindend gering für das Batterievolumen, wo zur Verfügung steht. Ja. Also 1 Ampere hat früher eine Glühbirne gebraucht. Ja. Die war bei 0,5 Ampere, wenn sie meistens drin war, die dann irgendwie kam. Ja, das ist wieder also die Außentemperatur hat Einfluss darauf, wie stark das Kühlaggregat kühlen muss und so in der Durchschnittstemperatur und in der Durchschnittskühlwirkung, wenn man die einstellt, braucht er halt so um die 1 Ampere. So, das war die Schublade unten drunter. Da ist Teller und so. Genau. So, da ist auch die Elektrik. Genau, Kurz mal gucken. Sicherungskasten. Sicherungskasten. Der Außenstromanschluss ist direkt auf der anderen Seite vom Sicherungskasten. Genau. Und Da können wir gerne mal was zeigen. Das ist wahrscheinlich ein Dometic. Ja, ist auch so. Ein Kombi. Ein Schneidebrett drin. Das habe ich noch nie gesehen, das Schneidebrett. Das habt ihr selber gemacht? Ja, das kommt auch von uns. Ja. Es sind auch die gleichen Materialien hier. Kann man das einzeln kaufen? Nee. Nicht, dass die Leute kommen. So, dann habt ihr euch bewusst für das Cabrio-Dach entschieden. Das finde ich ziemlich cool, wo wir jetzt gerade hier draußen sind. Mit Blick auf hinten ist das Schloss Neuschwanstein. Stimmt das überhaupt? Genau, Ja, ist so. Und da sieht man rechts den Säuling. Genau. Ist Österreich schon Säuling, gell? nee, Säuling ist noch Deutsch. Ja. Säuling ist deutsch. Ist das der Hausberg hier? Ja, kann man so schon sagen. Bloß natürlich auf Grundlage von Schloss Neuschwanstein ist da immer viel los. Ja, da geht der Einheimische eher nicht hin auf der Säuling, ja. Weil einfach viel los ist. Touris. Also der Tourismus bringt für unsere Region viel Wertschöpfung und auch einen hohen Lebensstandard. Ja. Also der Tourist ist hier gern gesehen, aber es ist viel los. Ja. Okay, das heißt, oben auf dem Gipfel ist viel los. Auch, ja. Du fährst jetzt nächstes Jahr zum K2? Ja, dieses Jahr. Also, Dieses Jahr, wann? Ja, in 2 Monaten bin ich weg. Also ich gehe dann in 2 Monaten, also ich kann Mitte Juni gehen wir los und da fliegt man nach Islamabad ins Karakorum-Gebirge. Ja, dann sind wir auf verschiedenen 8000ern unterwegs. Ja. Pakistan. Ja. So, komm, wir gehen mal auf die andere Seite. Dann zeigen wir nämlich mal den Landstromeingang. Da habt ihr euch für eine besondere Lösung entschieden, die ihr auch gerne weiterempfehlt. Da gibt es verschiedene Hersteller, aber ihr habt den Yeti genommen. 1000X, das klingt schon nach 1000 Wattstunden. Ja, da geht einiges. Also mit dem geht der Saft nicht so schnell aus. So, das bedeutet, hier sind irgendwelche Lithiumzellen drin, steht auch Lithium drauf und die kann ich dann aufladen, kann autark stehen, kann ihn auch mit Solar laden. Der hat direkt einen Solareingang. Genau, man kann auch ein mobiles Solargerät anschließen oder man betreibt es direkt mit der Lichtmaschine. Also das wäre auch möglich. Der Wechselrichter von diesem Gerät jetzt hier, der steckt wiederum im Eingang hier und ich könnte jetzt das Ceran-Kochfeld verwenden, also das Induktionsfeld, was drin ist mit diesem Yeti. Genau, wir müssen es nur einschalten. Ja. Und jetzt Und jetzt funktioniert das Induktionskochfeld. Und mir steht halt auf mobile Lösungen. Ja, das ist jetzt eine absolut mobile Lösung für Leute, die erstens zusätzliches Batterievolumen brauchen und kein fester Wechselrichter, der wiederum ja auch Platz braucht in der Küchenzeile. Man hat es gesehen bei der Carina vorher im Video oder im Bus braucht. Drum nehmen wir gern sowas einfach als zusätzliches Batteriespeichervolumen und als zukunftsweisendes Gerät, weil ein Wechselrichter ist im Bus fest verbaut. Ist der technische Stand von dem Yeti überholt, kann man natürlich dann in 2, 3, 4 oder 5 Jahren auch im Zuge des schnellen Wandels der Elektrotechnik einfach das Gerät austauschen und ein neues besorgen. Wie im neuen Stand des Handys. Ja, und darum finde ich den so flexibel. Ja, das Coole ist auch, man kann ihn auch anders benutzen, wir haben es eben schon erzählt. Also du kannst ihn in der Werkstatt benutzen, du kannst ihn, falls der Strom mal ausfällt, haben wir viele auch Angst, ja, dann geht das und der geht sehr lange. Du kannst das Ceran-Kochfeld, glaube ich, 1 Stunde lang betreiben.
Ja, du kannst jetzt theoretisch nachher das Kabel auch zum Fenster wieder reinlassen, gell? Oder kannst das an andere Positionen reinlassen, dann kannst du den auch von innen betreiben, dann muss der auch draußen stehen. Ja. Was ziemlich genial ist, wenn man einen Mac hat. Die meisten haben sogar noch Power. Ja, PD hat er drin. Genau, hier ist Power Device. Und da kannst du direkt ein MacBook laden. das geht auch recht schnell. Ja, also USB-C ist direkt dran. Ja, also es ist eine Rundumlösung. Was ich total cool finde, ist der Preis-Leistungs-Verhältnis. Das heißt, wir reden nicht über 100.000 Euro, die ja schnell erreicht sind bei so einem Manufakturvan. Ihr seid ja eine Manufaktur. Und nächstes ist das Thema Lieferzeit. Ich meine, ihr habt das mitbekommen, die Manufakturen in Deutschland, gerade in Bayern, da reden wir gerne mal von 2-3 Jahren. Wie ist es bei euch? Jetzt ganz speziell das Campermodell, von dem man hier redet, wäre ab Beauftragung, weil eben der Kastenwagen auch als Basis fungiert, in 12 Monate lieferbar. Also auf die Sommersaison nächstes Jahr, das wäre jetzt kein Problem. Und der? Der ist deutlich schneller noch lieferbar, mit dem haben wir erst angefangen, auch zur Messe Düsseldorf, Caravansalon Düsseldorf, vergangenes Jahr. 21, ja. Der wäre lieferbar im Juni, wenn man jetzt beauftragen wird, wenn wir nur Dieses Jahr? Dieses Jahr, ja, weil wir ein gewisses Kontingent an Basisfahrzeuge gesichert haben und halt schnell umbauen können. So, wenn jetzt einer sagt, hätte ich gerne nicht in weiß, nehmen an, ihr habt weiße bestellt, man kann den voll folieren lassen, zum Beispiel in orange, man kann ihn teilfolieren lassen, wie man das kennt von den VW-Bussen, zum Beispiel unten grau, oben weiß, das würde auch gehen. Wenn ich sage, ich will hier zum Beispiel die Belastbarkeit bis hier zu dieser Kante, will ich gerne in einer grauen Folie abgedeckt haben, das geht. Ja, haben wir schon öfters gemacht, das geht. Wir haben aber tatsächlich auch farbige Fahrzeuge bestellt. Also wir haben auch noch schwarze Fahrzeuge dann in der Pipeline. Schwarz? Sind halt entsprechend dann vorkonfiguriert. Gell? Gut, das heißt, da können wir unten einen weißen folieren. Ja. Ja, oder orange. Oder so, das ist jetzt was Besonderes. Da haben wir jetzt ein eigenes Video zugemacht. Der hat jetzt eine Differentialsperre vorne, hat BF Goodrich Felgen drauf. Trail ist ja jetzt ein bisschen höher auch. Ja, aber nur auf Grundlage des Reifenprofils. Okay. Das Reifenprofil, das wirkt jetzt höher. So, und dann hat er, glaube ich, aber schon sehr mäßig hier die Eintrittsstufe mit dabei und wirkt auch ein bisschen mehr so Offroad, was drin ist. Und die Differentialsperre, die bringt wirklich auch richtig viel. Ich habe die oftfach Probe gefahren. Das ist aus meiner Sicht der goldene Mittelweg im Campingbereich. Ja, man hat mehr Traktion, auch gerade auf einer nassen Wiese, auch gerade wenn man eine Endposition erreichen will. Es ersetzt aber kein Allrad. Aber auch durch das, dass das Fahrzeug recht weit vorne, recht schwer ist, bringt die Sperre halt auch den dementsprechenden Mehrwert. Sperre heißt, ein Rad dreht durch, das zweite nicht. Ja, also wenn ein Rad startet durch zum Drehen, dann wird das von der Sperre gebremst und das andere Rad schaltet zu. Und dann stachelt sich das so weit hoch, bis beide Räder nur noch im Standgas vorauskommen. Wenn man dann aber die Traktionskontrolle ausschaltet, dann graben sich beide Räder kontinuierlich durch. Hast du schon erlebt? Ja, schon. Schon mehrfach. Ich muss das Fahrzeug ja auch ordentlich austesten. Also ja. Ja, schon, ja. Heizung ist ja oft so ein Thema. Ihr habt euch für eine Luftheizung entschieden. Gibt es ja von deutschen Herstellern, Eberspecher und Webasto. Ihr habt eine Planar genommen. Das ist eine unkaputtbare Heizung. Sie ist zwar günstig, aber trotzdem gut. Also Heizung, die braucht man dann, wenn es kalt ist und unangenehm. Und dann funktioniert sie halt immer. Also die Heizung ist einwandfrei. Das ist ziemlich genial, denn da gibt es noch ein zweites Bedienfeld, also das ist auch ein bisschen einfacher. Genau. Das Bedienfeld habe ich immer so ein bisschen gehasst, ja, weil die Programmierung immer ein bisschen schwierig war. Das ist so, aber das neue Bedienfeld ist ein Traum. Das ist so, das ist jetzt ein Vorführfahrzeug von euch, oder? Das ist ein Vorführfahrzeug, das ist auch tatsächlich schon so ein knappes Jahr, ein bisschen älter wie ein Jahr. Und damals gab es die Bedienteile halt, wie du es gerade gezeigt hast, in der Art und Weise. Jetzt momentan gibt es die... Schon gesehen, mit riesen Display und allem drum und dran. Das heißt, die neuen werden mit dem Bedienteil, mit dem neuen ausgeliefert. Selbstverständlich. Ich weiß gar nicht, ob das alte überhaupt noch zum Einkaufen. Da ist es nämlich. Also ihr braucht keine Angst zu haben, ihr müsst das nicht mehr haben. Ja. Man kann übrigens, das ist total genial, du kannst so viel Bedienteile koppeln, wie du willst. Du kannst zum Beispiel hinten am Schlafbereich noch eins machen, die kosten auch nichts. Also wenn du sagst, ich hätte gern zwei, das geht, oder? Das könnt ihr machen. Klar. Okay. Also wie gesagt, wenn es einen Mehrwert für einen Kunde birgt. Also wenn es technisch machbar ist, einen Mehrwert bringt, dann macht er es. Sonst hast du auch noch eine Fernbedienung. Gell? Also du kannst jetzt auch mit der Fernbedienung, die so oder so immer dabei ist, kannst du oben aus dem Aufstelldach zum Beispiel die Heizung... Wie Fernbedienung? Die habe ich nie gehabt. Ja, es gibt eine Fernbedienung für das Bedienteil, wenn du oben im Aufstelldach liegst oder in der Wohnung bist, was weiß ich, 200 Meter entfernt, weil die Reichweite... Aber nicht für das, oder?
Doch. Auch für das. Hat mir nie einer erzählt. Ja, okay, dann. Ich hätte mal ins Ostallgäu kommen sollen. Ja, also es gibt eine Fernbedienung und die ist auch gern gesehen, bei mir und beim Kunde auch. Ja. So, hier vorne siehst du, das ist der Auslass. Was macht ihr denn jetzt? Es gibt ja einige, die sagen, okay, man kann da noch einen Verteiler anschließen, wenn es sehr kalt ist, dass man die Luft ein bisschen nach oben leiten kann. Was hältst du denn bei minus 15 Grad, das Aufstelldach zu öffnen? Man kann ja für das Dach ja noch eine Außenisolierung kriegen, aber würdest du eher sagen, das ist, ich sag mal, das Zelt obendrauf, das ist eher so Herbst, Sommer, Frühling? Ich bin da wahrscheinlich der falsche Ansprechpartner, aber meine persönliche Meinung, das Bike, solange das neu ist, also die ersten 5 Jahre, da staut es die Wärme so gut. Also die Wärme das ist wie eine Regeljacke, das ist voll imprägniert, das ist Baumwolle imprägniert und das staut die Wärme so gut, dass du kaum, es isoliert nicht, es staut, ja, dass du kaum Wärmeverlust eigentlich hast. Darum würde ich sagen, mit einem ordentlichen Schlafsack, auch bei minus 10 Grad, bei minus 5, bei minus 10 Grad, sag mal, ist das machen. Auch oben kein Problem. Bloß ich will niemand die Meinung vorwegnehmen, das ist meine persönliche Meinung, aber die Isolierschläuche da außenrum und so weiter, die braucht man dann nicht, wenn man halt so ein ausgewogenes Mischverhältnis aus einem ordentlich isolierten Fahrzeug, eine ordentliche Standheizung, sagen wir, und ein eher neuwertigeres Bike, das halt nur die Wärme gut staut hat. Okay, weil der Vorteil war natürlich, wenn du jetzt auch alleine unterwegs bist, auch im Winter, man will das schon mal hoch machen, weil du mehr Raum hast dann. Das ist so da. Dann habe ich mir nämlich sogar eine Isoliermatte geholt und habe mir mit Klett außen, habe meine Frau geschneidert, war eine Sache von 2-3 Stunden und dann haben wir uns so ein Isolierding, das konntest du von innen dran machen und das war richtig effizient, muss ich sagen. Also wenn dann noch ist es auf jeden Fall. Also das ist dann ein nützliches Zusatztool, wenn man hier auch wohnen will im Winter. Ich habe jetzt von der Schlafsituation auch ein bisschen geredet, weil du schaffst es dann in dem großen Wohnraumvolumen, den der Ford ja werksmäßig so oder so bietet, weil das Fahrzeug einfach größer ist. Ja, darum hast du mehr Luft und mehr Volumen hier drin. Schaffst du es nicht ohne ordentliche Heizleistung, sagen wir, und ohne ordentliche Dämmwirkung, dass du Dämmwirkung dann oben im Aufstelldach, dass du es wirklich schnuckelig warm kriegst. Das kriegst du sonst nicht, sagen wir, aber auf jeden Fall wird es dich dass du nicht erfrierst. Beim Schlafen auch nicht frieren, wenn du einen Schlafsack hast. Wenn du es aber zumachst, ist es wirklich krass. Das war damals bei dem SCA-Dach auch bei dem VW-Bus so. Du musst die Heizung ausmachen irgendwann. Also weil ich meine, die geht zwar auch von selber aus, aber gerade hier die Heizung, die kriegst du eigentlich durch Kälte nicht zum Aufgeben. Das ist so. Also ich war, habe ich ja schon gesagt, ich war an der Skitour, minus 15 Grad hat es in der Nacht gegeben und Heizung mitten in der Nacht ausgeschaltet, weil es mir zu warm war. Haben aber untergeschlafen. So, da unten ist noch eine Schublade. Was kann die? Wir haben hier, das ist so unser Werkzeugschublade. Hier ist auch die Fernbedienung. Für die Heizung? Genau. Okay. Hat bei mir wahrscheinlich vorenthalten. Super. Ja, wir haben fast alles gezeigt, aber bitte schaut euch auch die anderen Videos an, denn da zeigen wir viel mehr. Hier ist jetzt immer die Cabrio-Funktion offen. Es ist ein sehr luftiges Fahrzeug. Das heißt, auch wenn es sehr heiß ist, brauchst du keine Klimaanlage. Du kannst überall aufmachen. Es zieht hier gerade schön durch. Ja, und sonst hat die Heizung auch eine Lüftungsfunktion. Also die Standheizung, die kann man dann im Sommer, wenn sich das Fahrzeug auch unglaublich aufwärmt, gerade schwarzes Fahrzeug so oder so, in dem ihr uns befindet, wärmt sich wieder mehr auf wie ein weißes Fahrzeug von der Wärmeentwicklung. Aber dann kannst du auch die Lüftungsfunktion der Heizung nutzen und hier kühle Luft zum Schlauferei bringen. So, es gibt, haben wir eben bei der Carina gezeigt, das gleiche Auto auch mit Automatik. Die Motorisierung, was habt ihr bestellt? Ja, also hier haben wir 185 PS Motor, den gibt es aber nicht mehr beim Ford. Darum haben wir 130 und 170 PS Motoren im Vorlauf. Geht der 130er? Der 130er ist gut vom Drehmoment. Also wenn man die physikalische Drehmomentverläufe anschaut, bei den Ford-Motoren, dann ist der mit 130 PS bis zu einer kmh-Anzahl von vielleicht 100, 120 ähnlich leistungsstark wie ein größerer Motor. So, also reicht aus meiner Sicht. Die haben auch alle das große Display mit drin. Ihr habt alle Klimaanlage, das ist Serie sowieso, elektrische Fensterheber, die wichtigsten Sachen, Airbag. Das ist ja ein richtiges, ich sag mal, ein Van. Das bedeutet, du hast keinen Aufbau hinten. Wenn es mal zum Crash kommt, hast du eben schon erzählt, durch die Versteifung. Das ist schon sehr sicher im Vergleich zu einem teilintegrierten. Das ist sehr, sehr sicher, ist immer objektiv. Also im Vergleich zum teilintegrierten. Ja, sehr, sehr sicher, ja. Wir haben
neben dem, dass die Karosserie mit dem Stahlverstärkungsrahmen vom Dach versteift ist, wird er natürlich durch das Schienensystem nochmal zusätzlich versteift, weil die Schienen auch geschraubt und geklebt sind mit Längs- und Querriegel, sodass wirklich der ganze Laderaum hinten, wenn man so nennen mag, sehr steif ist und sicher. Schön. Ja. So, wie hier steht, rund 70.000 €, lieferbar in 12 Monaten, der da drüben in 4 Monaten, so kann man sagen. Ja. Und wir sind in welchem Ort sind wir ganz genau? Hopferau. 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 Also geht bitte auf southfan.de. Wir filmen heute am 25. Jetzt geht's in die Werkstatt und dann werden wir mal ein Würstchen essen. Das werden wir auf jeden Fall tun, denn morgen geht's weiter. Es kommen morgen noch 2 Kunden. Ihr habt ein paar Leute eingeladen. Ja. Ihr habt sogar zufriedene Kunden. Ja, viele. Ich hoffe, dass die Familie Wandinger, die morgen kommt, die kommen aus Leukirch, ist auch nicht so weit von hier, ja, dass die irgendwie die Zufriedenheit mit dem Auto bestätigt. Aber ich glaube schon, ich kenne sie schon lange. Und okay, das Ganze in Handarbeit. Jetzt gehen wir mal in die Werkstatt gleich. Vielen Dank fürs Einschalten und ja, schaut euch das Ganze an. Wie gesagt, ihr könnt alles wählen. Hier haben wir Manufaktur. Gibt's nicht. Wenn es technisch machbar ist und sinnvoll ist, dann kriegt ihr das auch irgendwie hin, oder? Genau, dann geht das vielleicht sogar an die Serie. Also wir profitieren natürlich auch von tollen Ideen von Kunden und wenn das alles Hand und Fuß hat, dann gibt es nur einen Weg ins Fahrzeug quasi. Oh, da hinten steht übrigens noch einer. Was ist das für einer? Muss immer schauen, welches du gerade meinst. Das ist auch ein Trail? Trail, genau. Ja. Der hat jetzt aber tatsächlich auf Wunsch, war jetzt eben auch von einem Kunden, der lieber den alten Grill vorne hätte, haben wir natürlich ausgetauscht. Das ist normal der Grill, das geht auch, klar. Wir können ja alles machen von dem her. So, der andere, der sah so ein bisschen mehr aus Offroad. Genau, so wie man das vorne sieht, bei den anderen Fahrzeugen. Das ist jetzt auch ein Trail. Genau, Farben kann ich wählen eigentlich bei dem Fahrzeug? Die Farben von den Vorhängen. Nee, Holz. Holz ist auch wählbar, genau. Das ist so unser Standarddekor, Halifax Hell. Kann man aber auch ein bisschen dunkler nehmen. Genau. Vorhänge rot immer? Nee, da kann man bestimmt 30 Farben, wo man auswählen kann. Die werden auch hier in der Nähe gemacht, gell? Genau, auch in Füssen hier. So, der hat jetzt Stoff und vorne Teilleder oder was ist das? Genau, vorne ist Leder, tatsächlich die Sitze und hier sind die Stoffbezüge. So, und hinten stehen auch nochmal 3 Stück, die da sind. Ein paar Stück habt ihr immer da. Ein paar stehen bereits zur Auslieferung von Kunden, nehme ich an, oder? Ja, genau. Also die 3 Stück hier sind eigentlich schon weg, genau. Mal schauen. Genau, das sind jetzt auch noch teilweise Camper, teilweise Arounder. Das ist auch noch ein altes Vorführfahrzeug von uns. Was heißt alt? Wie alt ist er, Andi? Vielleicht? Ja? Doch so alt. ja. So, das heißt, ihr geht natürlich hin, erhaltet einige Autos. So kommt das. Das Schöne ist, die sind als Wohnmobil eingetragen. Das hat natürlich enorme Vorteile. Nicht nur die Kfz-Steuer ist ein bisschen günstiger, die Versicherung. Ja, es geht vorwiegend um die Versicherung, weil die Fahrzeuge dann halt einfach besser eingestuft sind. Ja, und da spart man schon einiges an Geld übers Jahr gesehen. Was auch ziemlich cool ist, oft gibt es Zweittarife. Das heißt, wenn man schon ein Auto hat, kann man das Wohnmobil sehr günstig mitversichern. Das gibt es bei einigen. Ja. Ja, in dem Fall, wenn du sagst. Schön. So, hier sieht man auch einen blauen Vorhangstoff. Türkis, genau. Türkis ist ja auch nicht schlecht. Ja, hier haben wir nur den Einzelsitz, der da daneben passt. Das zeigen wir morgen, genau, wenn wir noch ein paar Filme machen. Jetzt geht es ab in die Werkstatt. Und wenn ihr Lust habt, southfan.de zusammen mit dem... Wer ist nochmal der Andi? Ich. Du bist der Andi und der Danny. Genau, richtig. Ja, sie heißen fast gleich. Bin ja auch nicht mehr der Jüngste. So sieht's aus. Vielen Dank fürs Einschalten. Tschüss, ihr beiden. Ciao, ciao. Ciao, mach's gut.